Hallo YouTube, der zweite Teil von meinem LeClue Let's Play. Ja, los geht's, ne? Zweiter Teil und so. Wir haben ja gestern das Rätsel der Brille im Haar gelöst und wir machen heute weiter mit, keine Ahnung was, weil es ja mein erstes Let's Play. So, wir können hier aber nicht mehr mit denen hier interagieren. Das heißt... Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal die Treppe wieder hier hoch oder die Leiter. Okay. Warte mal, steht im Journal noch was drin? Warte mal, wir können ja mal gucken, was wir alles haben. Also genau, wir haben als erstes den Fall des toten Laborassistenten gelöst. Dann hatten wir noch die merkwürdige Flüssigkeit im Mikroskop. Dann hatten wir den Fall der Aufsätze, den haben wir geschlossen. Was haben wir denn dann noch? Diese Postkarte, wo wir immer wieder von Sachen finden. Die Ausgangssperre um 21 Uhr. Irgendein Gärtner, der irgendwas studiert. Genau, dann waren wir noch bei dem Dekan Strausberg, wo dann hinterher der Kopf runtergefallen ist. Wir haben Keith und CJ, den Verrückten, getroffen. Da war noch die Party. Und okay. So, hat noch was gefunden oder so? Nö. Ja, ich glaube, wir gehen einfach mal zurück zur Party. Oder was, wir gucken mal, ob ich noch was an. Kann ich hier irgendwo noch interagieren? Ne, kann ich nicht. Okay. Lake Nowhere. Totally safe and pollution free. Party on. Ah, stimmt, hier war ja noch was mit so einem Geräusch irgendwie hier in den Lautsprechern von irgendeiner komischen Welle. Are you ready, Keith? Ja, mach das doch. Bist du soweit, Keith? Ah ja, stimmt, genau, der hatte seine Schicht musste er noch fertig machen, ne? Und in der Zeit, wo wir jetzt das Rätsel um die Brille gelöst haben, werden wir wahrscheinlich... wird wahrscheinlich so viel Zeit vergangen sein, dass Keith seine Schicht zu Ende hat. Wow, what an amazing detective. Glasses on her head. Who could have guessed? Oh, you heard. Whatever would we do without Master Investigator Jenny LeClue? Ja, das wüsste ich auch mal gerne, was ihr ohne mich machen wollen würdet. I thought it was pretty cool, Jenny. And a whole nickel! You must be so excited. Ja gut, die Bezahlung war jetzt wirklich für den Arsch, ne? Das kann man nicht anders sagen. Yeah, that's more than her mom makes in a month. Ah, interessant. Come on, guys. Let's all just... Hey, Jenny, my grandma called. She wants her sweater back. Oh, how wonderful it was to joke around with friends. Die sind ja nicht nett. I've had enough of this. Oha. Die Hinweise. Wir werden sie jetzt analysieren. Zerknitterter Rock. Neue Schuhe. Trägt immer eine Brille. Und hat was? Gemein sein? Richtig gemein sein. Was würdest du jetzt sagen? Sind wir gemein oder sind wir richtig gemein? Ich glaube, wir sind richtig gemein, oder? Ja, richtig gemein. Ja, ich hatte es mir schon fast gedacht. Skirt ironed but unevenly. The work of a distracted housewife. Brand new, hideously overpriced shoes. Overcompensating father. Your dad's sleeping with Deborah's mom again, isn't he? Uff. What? No! How do you... Shut up, Jenny! You don't know anything! Wow, Jenny, that was cruel. Ja, Herrgott. Who even says something like that? Aw, don't cry, Veronica. She's just a weirdo
Daddy! Jenny, let who? And the case of the missing friends! Yeah. Good one, Veronica. Come on, let's get you home. Are you coming, Susie? Thanks for the coffee, Kate. And the extra sugar. Of course. It's... Nothing special at all, and the same thing he does for everyone? Oh, okay. See you around, Keith. Hey, Susi war doch noch nett. Well, that went well. Shall we? Yeah. I've got no customers now anyway. Feierabend. Mit Keith. Nothing exciting ever happens here. I'm so tired of these simple cases. Nee, wir sind nur frustriert. Wütend macht uns das nicht. How am I supposed to become a real detective if there are no real crimes to solve? You help that old lady? Darn. Thanks, Keith. But it was stupid. And everyone, including your girlfriend. She's not my... And you really mustn't let them treat you like that. You should stick up for yourself. They don't mean anything. Sometimes you just gotta speak up and say how you feel. Well, You can't just let people walk all over you, Keith. Okay. Vorsichtige Beurteilung einfach aufgeben? Was soll ich denn jetzt beurteilen? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt nehmen soll. Sollen wir ihm jetzt irgendwie so Trost spenden? So irgendwie, vielleicht? Ach, wir beurteilen, komm. Was soll passieren? It doesn't matter anyway. Nothing's gonna change. Not in this ghost town. It's not so bad. Don't you ever wonder what it would be like to live somewhere else? Oh, not really. Who am I kidding? There is nowhere else. Not for miles. Hoffnung aufgeben oder richtig pessimistisch. Also ich meine, wenn man aufgibt, hat man halt aufgegeben. Und wenn man pessimistisch ist, dann ist etwas nicht toll, aber man hat es noch nicht aufgegeben. Also machen wir richtig pessimistisch. Oh, shucks. I see practice is going well. Is your dad still pressuring you to play? Well, Come on, Keith. You hate basketball. And tough love? But you're the worst player on the team. not the worst. Well, on the bench anyway. Why don't you just tell him you don't want to play anymore? It's a Strasberry tradition. That's my point, Keith. Als ob der Dekan jemals Basketball gespielt hat. Mit seiner Wampe. This whole town is dead, stuck in the past. Everyone is just doing what they're told without questioning why. Where's the ambition, the sense of adventure? Are we still talking about basketball? Altbewährt oder Künstlerwurf? Ja, mal was Neues ausprobieren, oder? How's your mom? She seems distracted. Normally, she's so focused on her job. I mean, it's understandable. It's been almost a year since... And now she's planning to go away for the weekend. And she still won't tell me why. Yeah? She was definitely acting weird earlier. Maybe she's lonely? You know what? You're right. I am? She shouldn't be alone right now. Actually, your dad told me they were meeting in the library. We're going to need supplies. 2 of Mr. Bean's finest, please. To go, of course.
Here is my payment in full. That's a nickel. Put the rest on my tab? Thanks for the pep talk, Keith. You always know what to say to make me feel better. I stole. You want it? Warte mal, er hat's mir angeboten. Also, und wenn er es mir dann bietet, dann nehmen wir den Stein. Thanks. Woohoo! Bullseye! Nice. Aber was ist unter dem See? Keith was an excellent listener. Or maybe he just didn't speak much. Either way, Jenny really enjoyed their little talks. He was the only person who really seemed to understand her. Jenny biked briskly towards the library back on campus to surprise her mother. Nothing exciting ever happens here, she grumbled, unaware of the great adventure that lay in store just around the corner. So, wir sind in der Bibliothek. 1, 2, 3, 4, 5 Mal hat's geschellt, ne? Glaube ich. Naja, gucken wir mal. Die Bibliothek war ruhig. Zu ruhig. Oh, ein M. Und ein Schnipsel. Ja, klasse. Porträts inspizieren. Gerald Strasbury. Cornelius Strasbury. It's a wall of Strasburys. The Strasbury lineage stretched back to the very founding of the university. There had been a Dean Strasbury at Gumboldt for over 150 years. There won't be for much longer. The dean's retiring, and the only Strasbury left is Keith. And he's not exactly the academic type. Okay, also Keith wird jetzt wohl nicht wirklich der nächste Dekan werden. Empfang inspizieren. No one on duty. A book thief's paradise. There's a note on the desk. Memo. Dieser Mann hat aufgrund vergangener Vorfälle nichts mehr in der Bibliothek verloren. Könnte Hut und oder falschen Bart tragen. Bitte aufmerksam sein. Irgendwer lässt Bücherware im Ruhebereich. Was? Irgendwer lässt Bücherwagen im Ruhebereich? Ja, was ist daran so schlimm? Bitte denken Sie dran, wegen Wagen zum Empfang zurückzufahren, stellen Sie sich nicht darauf. Es gibt Gründe, warum wir Leitern haben. Na gut. Ah, warte. Da ist doch ein Sticker. Ah. Okay. What is happening? That was weird. Bin ich auch. Hello? Hello. Mom? Mr. Strasbury? Anybody? Jenny's words echoed through the library. Something's not right here. A mystery was unfolding. Whatever it is, I'll get to the bottom of it. Natürlich. The Case of der ruhigen Bibliothek. Okay, Journal-Eintrag. Der Fall, die ruhige Bibliothek. Zurück. Ernsthaft, wo sind alle geblieben? So, kann ich nochmal hier gucken? Nee, no, das macht keinen Sinn. Das haben wir schon. So. Ein Schild.
Zu spät gedrückt. Ah, da unten links, oder? Nee. Oder zu früh. Ach, da oben. Oh, ein Kabel. Les Stroudsbury, Gumbold's 21st and jolliest dean, smiled down at Jenny. Looking a bit wonky today, Mr. Stroudsbury. A pair of wires ran down the wall and disappeared behind the painting. It's too high to reach. What are you hiding back there? Okay, wir brauchen den Bücherwagen. Das war nämlich der Hint da drauf, so nach dem Motto, wir brauchen den Bücherwagen, den schieben wir da hin und dann können wir draufklettern, wo wir es ja nicht dürfen. The chandeliers that adorn this library are made from rare Arthurtonian quartz, Artonium-Quarz. kindly donated by the Glatz Foundation. The Glatz family was one of the oldest in town. They were the first to mine the valuable quartz deposits beneath Arthurton. And as such, they became incomparably wealthy. And they sure like to let everyone know it. Galeriegegenstand. Was haben wir denn da? Ach Gott, immer dieses... Ich hoffe, ich komme irgendwann dahinter, wofür die gut sein sollen. Laddertron 5000. The pinnacle of remote ladder and bookcase technology. Kindly donated by the Glatz Foundation. Ah. Kann ich das Ding benutzen? Anscheinend nicht. Oh. Ah, das ist kaputt. Deswegen kann ich es nicht benutzen. Whoa! Ja. Dangerous! Ich wollte gerade The sagen. newly installed ladder system was prone to malfunction. Should have kept the old wooden ladders. They never tried to electrocute me. I need to find a way to turn the power off. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht... Ah. Ach, jetzt kann ich das doch benutzen. Jenny gazed at the technological marvel of Laddertron 5000. Seems pointless. It's not hard to move a ladder. Sometimes it feels like some unknown force is just trying to slow me down. Okay. Vielleicht einfach mal alle in neutrale Stellung bringen. No good. I don't think I'll be able to move the ladders while the electricity is on. Ah, okay, warte mal. Da muss ich erstmal umschalten von Leiter auf Bücher. Was passiert, wenn ich das mache? Okay, das ist die vordere Reihe. Das sieht doch schon mal gut aus. So, das wird dann die mittlere Reihe sein. Die muss wahrscheinlich dann nach rechts. Und die hintere Reihe würde ich auch tippen nach rechts. Okay, die hintere Reihe nach links. Und da ist der Bücherwagen. Und mit dem kommen wir jetzt gleich zum Gemälde. Jenny was notorious for climbing book carts. It's the only way to reach the highest shelves. In fact, this could be useful. But something right. else had caught her eye. This table's a complete mess. Who would leave it like this? Hier Tipps, okay.
illegible scribbles, intricate diagrams of giant machines, a worn copy of Aliens in Arthurton. Jenny knew only one person could have been sitting here. Ach, wie heißt der Typ noch? Der Verrückte, ne? CJ. Genau. It's odd, though. He usually hides everything when he's finished. What's this? A tattered piece of paper with a series of seemingly unrelated notes. Die Schattenmänner, verlassene Mine, massive seismische Aktivitäten beobachtet, mögliche Landestelle. 1113, 12, Wald, kreisende UFO-Schwarm, intensive Geräusche. Friedhof, entführt, kräftige Lichtstrahlen. Da ist ein Sticker. Cool. So, kann ich das Ding umdrehen? Nee, ne? Ach, da sind 4 Hinweise drauf. Okay. UFOs, shadow men, experiments on corpses. It seemed that CJ was unraveling a mystery of his own. Wait, there's something on the other side. Doch. Wow, a color map of Arthurton. Okay, was ist das denn für eine Stadt gerade? Was haben wir denn da? Jenny had never seen a town map with this level of detail before. Naja, so detailliert ist sie jetzt auch nicht. I can't believe CJ left this behind. That's so unlike him. He'd be terrified if anyone else found it. I'll keep it safe until I see him again. Also. Wo ist denn hier was? Das ist eine Fabrik. Und hier ist wahrscheinlich dann der Campus irgendwie. Wo ist denn der Steg, wo wir gerade gestanden haben? Ist es hier irgendwo? Komische Karte. Na gut. Find the map. Okay. Cool. Zack. Oh, warte, dann können wir jetzt mal eben noch hier dekorieren, oder? Zufügen. Löwe. Und dann machen wir noch den Becher. Okay. So. Fertig. Als würde die unter die Erde gehen. Let's see it. Ja, wo siehst du da Erde? Ah, du meinst, dass der mittlere Gang ein Fahrstuhl ist und das dann Ebenen oder so? Possible. So. Wir schieben das Ding jetzt rüber zum Gemälde. Und klettern dann ganz frech hoch. Schieb. Okay. Klettern. No secrets between friends, Mr. Strasberry. Jenny stood on her tiptoes and delicately removed the priceless painting from the wall. Oh. Oops. Aha! Precisely what I was hoping to find. It was? Let's see. Lights, bookcases, ladders. I'll cut the power and continue my investigation.
But Jenny knew better than to play with electricity, so she left it alone. Ja. Okay, warte mal. Also es muss anscheinend noch eine andere Lösung geben. Dann gucken wir mal erstmal nach der anderen Lösung, weil I die... guess I'll find another way. Genau. Also weil die Wait, hochklettern können wir what mal am I wieder... thinking? It's a simple switch. Perfectly safe. But Jenny was strong in her convictions and seldom changed her mind once she'd made the correct decision. Ist das jetzt so ein Trollding? Wir probieren jetzt eine andere Lösung. Fine. Actually, not fine. Okay, das Spiel wollte mich trollen. Nicht schlecht. Okay. The eerie silence unnerved our tiny hero. Well done. But even worse was the dark. Jenny had always been terrified of the dark. Just breathe. A great detective never succumbs to fear. Looks like that did the trick. Strange. So, dann können wir jetzt zur Leiter. Jenny stopped in her tracks. The sign clearly read, "Wet floor, caution." Her path was blocked. You're kidding me, right? Trampling muddy feet over a perfectly clean floor? She was a maverick, not a monster. Okay, also müssen wir jetzt wirklich die Leiter hochklettern oder was? Oh, warte, kann ich... Nee, kann ich nicht. Ah, warte, kann ich hier jetzt hochklettern? Nee, hä? Ah, da ist die Luke, okay. Ach Quatsch, ich muss das hier umschalten auf Leiter, oder nicht? Ah, nee, jetzt schalte ich den Strom wieder ein. Ja, natürlich. Nee. Hä? Kann ich die Ebene wieder... Nee, kann ich nicht. Warum kann ich nicht? Ich habe jetzt gedacht, ich könnte das hier irgendwie... Okay, das funktioniert nicht. Ich wollte jetzt dieses Pult wieder bedienen, aber das geht auch nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht muss ich ja erst wieder Strom haben. Aber ich kann auch nicht mehr in den Ruhebereich. Warum auch immer. Und das aktiviert sich auch nicht mehr. Okay. Das kann nicht die Lösung sein. Vielleicht müssen wir einfach schieben. Aber wohin? Ach, ich muss nach oben drücken. Okay. Ich hab's verstanden. Ist ja gut. Einfach nach oben drücken. Okay. Da ist die nächste Luke. Oh, hier ist eine Tür. Rare books. Our most precious collections reside in this temperature-controlled room. Kindly donated by the Glatz Foundation. Yeah, we know. Oh. Okay, wo ist hier was? Na klar. Wie soll man darauf denn kommen? Ja, There's something on that shelf, but I can't reach it.
Okay, wir brauchen nochmal eine Leiter oder irgendwie sowas in der Richtung. Oha, was ist denn hier passiert? Ja, hier kommen wir nicht weiter. The fallen remains of a bookcase blocked Jenny's path. It looks like a bomb went off in here. Ja. It's too precarious to climb over. Ja, da komme ich nicht weiter. Und hier komme ich nicht runter, weil ich irgendwie die Leiter nicht rüberfahren kann. Also ich kann die hier oben bewegen. Ah, ja, okay, das ist natürlich cool. Ach, da ist... da ist ein Regal im Weg. Ja, ärgerlich, ne? Okay, kriegen wir das irgendwie weg? Ja, auch nicht weg, ne? Oho, was ist da? Ein Sammelgegenstand. So, das bringt mir nichts. Warte mal, kann ich... Nee, das reicht nicht. Wie kriege ich das jetzt bewegt? Warte mal, wie weit? Wow, that really is slippery. It wouldn't be a good idea to leave my footprints everywhere. Okay. Ich hab's probiert. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich irgendwas bewegen kann, aber es geht nicht. Hier ist auch keine Luke mehr, ne? Nee. Was ist... Ich schieb das Ding hier rüber. Ja, das kann ich nicht weiter schieben. Okay, die können wir auf jeden Fall hier stehen lassen. Das geht jetzt nicht weiter. So. Und die hier können wir auch nicht, weil die geht auch dagegen. Klasse. Kann man die einpacken? Kann ich nach... Nee, nach unten gehen. Kann ich nicht springen. Da ist die Leiter, die wir brauchen. Okay, können wir das irgendwie aufräumen? Nee, ne? Was ist, wenn ich die Leiter hier rüber schiebe? Und kann ich dann hier hochklettern? Warum poppt das jetzt auf einmal Tür öffnen? It's locked. Ach. No problem. I'll just pick it. Ja, die Haarspange. Jenny was skilled with a lockpick, having watched her mother demonstrate the process countless times. But that was just for fun at home. This was the real world. You couldn't just go around picking other people's locks. That was a crime. A great detective knows when to bend the rules. And the paperclip she has in her pocket. Mom always says, lockpicking is a subtle art. Move slowly and search for the sweet spot. Irgendwie sieht das falsch aus. Hier hat sich doch gerade was bewegt.
war das? So. Okay, das war's jetzt. Wie auch immer. Bingo. It must have been a rush of blood that caused Jenny to act so irrationally. Regardless, she had picked the lock and felt strangely exhilarated. What treasures lay behind the door? CJ bestimmt. Oh, Ein it's empty. Bücherwagen. Nee, da ist so ein Bücherwagen, den brauchen wir. Still, that book cart could be useful. Richtig. So, erstmal kommen wir dann hier hoch. Okay, das ist die Postkarte wieder. So, und jetzt kommen wir doch bestimmt irgendwie über dieses... Okay, was war das jetzt für ein wilder Move? Oh Gott, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Oh nee. Okay, erstmal das zurückschieben. Oh Gott, oh Gott. Was ist dann? Na komm schon. So, das zurückziehen. Und jetzt schieben wir das an der Leiter vorbei. Oder? Okay, das geht. Na klar. Na klar. Something's blocking the ladder. Glänzender Gegenstand. There's something stuck in the track. Ipsa, scientia, potestas, est. Das ist doch der Ring vom Dekan gewesen, oder nicht? It's the Dean's ring. No wonder the ladders were malfunctioning. The ring must have caused a short circuit. Ganz Besonderes? Nee, ne? I'll keep hold of this and return it to the Dean when I see him next. Ja, würde ich auch machen. Whoa! An empty library, a fallen bookcase, and now a broken balcony? This mystery has all the hallmarks of foul play. They say words can't hurt you. In this case, I'd be inclined to disagree. Solid iron and oak, torn apart like a piece of bread. It would have taken some serious force to do this. Something bad happened here. This is feeling more and more like a crime scene. And then Jenny saw it. Oh.
covered in a ripped curtain and surrounded by broken glass. It is a crime scene. Wie sie sich freut. Okay, let's go. Schnell runter. La 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 la. So, ist hier noch irgendwas? Okay, das ist jetzt wieder ein Stück von der Postkarte. So, jetzt machen wir die hier, genau. Und nach unten. Ne, die Leiter können da stehen bleiben. So, wir haben noch so ein Buchwolken. Okay, was befindet sich darunter? You never forget the first time you see a dead body. It harrows the mind, terrifies the soul, scars you to your very core. A dead body? No way. This is amazing! Who lay under that curtain? Who had breathed their last breath? Who had shuffled off this mortal coil to meet their maker? It could be anyone. I mean, it could be an escaped lunatic from the asylum. Or an axe-wielding maniac on the run from the cops. It could be... It could be. Mom? Oh no. Please, no. Ja, nee. No, you never forget the first time you see a dead body. Uiuiuiui. Okay. Jenny knew it was wrong to disturb the crime scene. Ach ja, stimmt. Oh nein, das hätte mich machen dürfen. But I have to know who's under here. Slowly, she drew back the heavy cloth. Please don't be my mom. Please don't be my mom. Dean Stroudsbury? Thank God. I'm sorry. I didn't mean it like that. Poor Mr. Stroudsbury. What happened to you? Was this a terrible accident? Or worse? Also nach dem Unfall sieht mir das jetzt nicht aus. Murder? Oder der ist mit 5,8 im Turm und so einem Bücherwagen die Treppe da runtergefahren. Her stomach churned. Seeing the Dean's lifeless face, his contorted frame, Jenny felt the urge to run, to get as far away from this horrific sight as possible. Jenny had longed for an adventure, for a real case to solve. I didn't expect it to be like this. She gathered herself, took a deep breath, and began to search for clues. Okay, 8 Hinweise. Das ist doch schon mal das Erste. Das sieht irgendwie aus wie so, als ob er vom Blitz oder von so einem Stromschlag bekommen hätte, ne? He looks like he's been dead for weeks. Okay. Hey, aber wir haben doch eben noch mit ihm gesprochen. His skin is pale and colorless. And there's a strange mark on his neck. Okay. So, dann haben wir irgendwie so ein Buch. It's a book about predicting the future. I suppose it didn't belong to Mr. Stroudsbury then. Die Uhr. It's smashed, most likely from the fall. The hand stopped at 3:57 p.m. Boah, jetzt müsste ich noch wissen, was hat die Uhr angezeigt, wo wir ihn getroffen haben, wo wir darauf hingewiesen haben, dass seine Uhr falsch ist. Mist, das habe ich mir nicht gemerkt. Aber vielleicht kann ich das That im gives me a Journal gleich potential time of nachgucken. death. If Jenny had arrived just a few minutes earlier, I might have been able to save him. Okay. Was ist das?
Okay, warte mal. Wahrscheinlich sind jetzt hier in den Rändern wieder irgendwelche komischen Sammelgegenstände. Ein Zettel. The dean's hand was clamped shut around a small object. That's strange. Rigor mortis usually takes hours to set in. I'm sorry for what I'm about to do, Mr. Strasberry, but this could be a vital clue. Mom's ID card? But that means... Julie LeClue had definitely been here. she could be the last person to have seen him alive. Aber die Mutter hat doch nicht den Dekan umgebracht. She could be the killer. Ach Quatsch, jetzt hör auf. Impossible. My mother's a forensic expert. Richtig. She'd never leave such incriminating evidence behind. But even the smartest criminals made mistakes. Jenny couldn't deny this looked bad for her mum. Ja, come on. Der kann ihr das auch weggenommen haben und dann ist er die Treppe runtergestolpert und zack war er tot. If anyone else sees this, they'll jump to conclusions. They'll think my mom's a murderer. Unless... A peculiar thought crossed Jenny's mind. Unless... there's nothing to find. Removing evidence from a crime scene was highly unethical. So is planting evidence to frame an innocent person. Oder das, ja. She had no proof of that. I have to do something. Also ich glaube, dass es dafür eine komplett andere logische Erklärung gibt und deswegen sage ich, das lassen wir da, das Beweisstück. My mom Mitnehmen, would kill me if verdammt. she thought I tampered with evidence. Das war zu spät, Entschuldigung. Genau. Nein, vor allen Dingen, es gibt eine logische Erklärung, warum er das in der Hand hat. Das kann nicht die Mutter gewesen sein, das ist doch totaler Quatsch. Besides, she's innocent. The truth will come out. Richtig. Okay, das war Hinweis 4 von 8. Hier haben wir wieder einen Sammelgegenstand. Yippie. So, was haben wir denn noch? Noch einen. Da ist der Teppich. Was ist in seiner Tasche? Nee. Die Fliege? Auch nicht. Aber hier liegt was. The The Hawk and the Weasel and other bedtime stories. It could be important. Then again, it could have just joined the Dean for the ride. Ja, 5 von 8 haben wir. Das bringt nichts. In der Hand... Oh, was ist das für ein Scratch? There are bits of glass and metal debris everywhere. He has burn marks on his hand. Oh, so, was mal hier? Ist das ein Stift? Nee, das gehört zum... Ah, da ist noch ein... Gegenstand. Hier ist noch ein Buch. A book about chance. The Complete History of Coin Toss. What are the odds this was an accident? Hier ist noch ein Buch. Und dann haben wir es aber. The Dean's planner lay open on today's date. Perhaps I can retrace his steps and create a timeline of events. Okay. Mittwoch. JL-Treffen. Wer ist denn JN? Ah, Jenny LeClue treffen. Witwenfall. Wahrheit erzählen? Hä? Welcher Tag ist heute? Warum wollte er uns sagen, Wahrheit erzählen, Witwenfall, Jenny LeClue, Donnerstag, Pflanzen gießen, Katze füttern, Müll rausbringen, 4 zu 15 treffen, Michael Hof, Statueaufstellung. Okay, das war, Mittwoch muss gestern gewesen sein.
Aber was ist der Witwenfall? So, die Stadt wurde aufgestellt, 1545, Julie. Ah, okay, JL kann auch Julie LeClue sein. Und dann ist es der Witwenfall, weil ja wahrscheinlich ihr Mann tot ist. Okay, das macht Sinn. So, das Treffen mit Julie LeClue verschieben, Änderungen besprechen, Nachmittag Einleitung neu schreiben. Freitag 10 Uhr Redeproben, 13 Uhr mit Mittagessen mit Keith. Herzkasper-Café verschoben auf Dienstag. 17 Uhr Personalversammlung, Unierung neuer Dekan. Müssen sie ohne mich machen. Ja, weil er in Rente geht. Samstag, Mittagessen, Campus, Zeremonie, Rede. 17 Uhr Fakultätsessen. Grubner Gebäude, 20 Uhr Lagerfeuer, Flüsterwald. Und Mitternacht Ruhestand. Hurra. Okay. Ah, hier muss ich jetzt wieder Hinweise finden. Okay. Dann gucken wir mal. Witwen-Treffen. Meet JL. Could that be Mom? Hey, würde ich jetzt Where's sagen. Widow's Drop? I've never heard of it. Ah, Witwenfall. Okay, kann auch ein... was auch immer. So, das ist die Startaufstellung. Looks like he completed all his chores for the day. I already knew the dean was meeting Mom here. Ja. So where is she now? So, dann haben wir das Mittagessen mit Keith. Looks like he canceled his meetings on Friday and rearranged lunch with Keith. Oh, poor Keith. Jenny didn't know how she would break the news to him. Oh ja, das müssen wir ihm ja auch noch sagen, ne? Ach du Scheiße. Yes. But I should be the one to tell him. Gossip spreads like wildfire in Arthurton. So, und dann haben wir noch... wahrscheinlich... He sure was working hard on that speech. I'm sad he won't get to deliver it. Okay. I think that's all the evidence I'm going to find here. She took one last look at the dean's lifeless body. I'm sorry, Mr. Strasberry. I promise I'll get to the bottom of this. Jenny knew she should leave and call the police. But how often did a case like this come along? Never. There's more to this than meets the eye. Der Fall des toten Dekans. Some of this evidence must be connected. So she opened her journal to join the dots. Okay, let's go. What was the apparent cause of death? Was war die augenscheinliche Todesursache? Der Dekan hält Mams Ausweis fest umklammert. Also, wir haben die Verbrennung. Wir haben das zerschmetterte... Achso, warte mal. Der Dekan hat Verbrennung in seiner Hand. Ja, genau. Zerschmetterter Balkon. Das Geländer des obersten Balkons ist zerbrochen. Die Trümmer liegen auf und um die Leiche des Dekans verteilt. Okay. Aber warum... Ah, warte mal. Ich habe nämlich eine logische Erklärung. Die haben halt oben gestanden. Und dann ist ein Stromschlag passiert. Der Ring klemmt in der Schiene des elektrischen... Genau, der wollte in die Schiene reingreifen, hat sich dann die Hand verbrannt, ist nach hinten gegen das Geländer gestoßen, hat dann den, so rettenderweise, wollte er sich den Ausweis von der Mutter schnappen, deswegen hat er den in der Hand. Und das Kinderbuch der Dekan liegt auf dem Exemplar von der Falke und das Wiesel scheint angezogen. Das lag einfach dann unten irgendwo rum. So wird es gewesen sein. It looks like the dean was thrown from the balcony when he reached down to pick up his ring, which was stuck in the electrified ladder track. Ach, genau. He grabbed the curtain, but it didn't slow him down. He landed on a bed of metal and glass debris. Yay! Okay, cool. What is unusual about the dean's death? Was ist der Ungewöhnliche am Tod des Dekans? Der Dekan... So, was war? Der Dekan liegt auf einem Exemplar von der Falke und das Wiesel scheint ein ganz normales Buch zu sein. Die Taschenuhr ging mit dem Aufprall kaputt. Sie stoppte um 15:37 Uhr.
Mams Ausweis, Gesicht. Also ich würde sagen, die Taschenuhr, weil die wollten sich doch um 15:45 Uhr treffen. Und das ist 8 Minuten vor dem... Also das ist ja 8 Minuten vor dem Also, verstehst du? Also 8 Minuten zu früh. Und dann an dem Gesicht und dem Hals sind halt diese komischen Marken. Und dann halt der... Wohl, warte, was ist ungewöhnlich? Na, vielleicht noch, dass er den Ausweis umklammert hat. So, ich brauche nur die 2. Okay, dann nehmen wir die 2. That doesn't quite add up. Let me give this some more thought. Okay. Also nicht. Der Halsdistikans ist von seltsamen purpurnen Malen übersät und sein Gesichtshaut wirkt schrumpelig und grau. Das ist nicht ungewöhnlich. Also die Taschenuhr auf jeden Fall, weil das ist halt früher als die Zeit, wo sie sich treffen wollten. Und dann natürlich, dass er den Ausweis von der Mutter hat, weil daraus, das eine schließt ja auf das andere. So irgendwie, ne? Ja. Weil das heißt, die haben sich halt vorher getroffen und das wäre ungewöhnlich. Warum auch immer. Nope, that's not what I meant. Let me try that again. Okay. Ja, das finde ich auch super. Irgendwie ungewöhnlich. Vielleicht noch das Kinderbuch? Weil der Vorhang ist ja nicht ungewöhnlich. Da würde sich irgendwie festgehalten haben. Wir machen mal den Ausweis und vielleicht... The Dean has a strange mark on his neck. Ja. Okay, das ist seltsam. All the skin around his face is gray and gaunt. Richtig. I've never seen anything like it before. Ich auch nicht. He's holding my mom's ID card, which makes her the prime suspect. Ja, aber das ist doch nicht ungewöhnlich. But why would she or anyone want to kill Dean Stroudsbury? Ja, das ist ja Quatsch. Jenny suspected foul play, but what was the motive? Ja, das wüsste ich auch gerne. Had she missed something? Nö. The watch! The Dean's watch stopped at 3:57 p.m. Ja. When I came into the library, the clock tower rang 4 times. The library only has one exit. And I haven't seen anyone but the Dean since I got here. Which meant, if the Dean was murdered... Hey, jetzt, warte mal, stand da jetzt eben nicht auf der Uhr 15:37 Uhr? Und nicht 15:57 Uhr? Ich bin verwirrt. The killer must still be here. He's getting away. Renn! No! Schnell, hochklettern oder so. Können wir nicht hoch... Da, was ist da? Blöder Sammelgegenstand. Wenn ich jetzt wegen dir den Dieb verpasse, ne? Oh Gott. Jenny could hear police sirens in the distance. Someone must have tipped them off. I'll catch the murderer and keep him busy until the cops arrive. Chasing after murderers was hardly the job of a little girl. Hey, you! Stop! Was? Despite surviving her fall without so much as a broken bone, Jenny couldn't help but feel she had failed. As the sirens grew louder, she knew it would only be a matter of time before the sheriff arrived, and then she'd have to explain why she hadn't called for help. But the worst feeling of all was that she had let the killer escape.
As she drifted slowly into unconsciousness, Jenny heard a familiar voice. Concerned, gentle, soothing. Jenny? Oh. Oh, Jenny, what have you done? Warum ist die Mutter jetzt auf einmal da? Verdammt, sie ist es doch. Oder? Mom? Freeze! Freeze! You're under arrest! What have I done? I killed him! Was ist los This mit is ihm? all wrong. Was macht er da? Murder in Arthurton? This is not an appropriate story for Jenny LeClue. Poor Dean Stroudsbury. What was I thinking? I've gone too far. Ja, die Geschichte ist schon ein bisschen creepy, ne? Perhaps I should take a break. Come on, Rufus. Let's go for a walk. Clear our heads and work off some of this jam. Okay, wir sind jetzt wieder an der Schreibmaschine. Oh, wir sind schon in Kapitel 4, anscheinend. Ups. Ich wollte das doch noch mal lesen. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Ich gehe zur anderen Seite. Arthurton Times Mord. Kann ich nicht lesen. Was steht da? Was dead prime suspect arrested. Julie LeClue arrested. Okay, das erst hier links. Nee, will ich nicht hin. Why were you there? Okay, du bist dran. Was machen wir? Ich würde ja die Wahrheit nehmen, weil Wahrheit ist, zahlt sich mal aus. Aber wir können auch was anderes machen. Dann nehmen wir die Wahrheit, oder? Wahrheit, I told you I was looking for Mom. genau. Why? We were going to grade papers. When do I get to see her? Did you disturb the crime scene? Ja, so kann man das jetzt nicht sagen. Ja, ich habe da ein bisschen rumgefuscht. He could have been injured. I was just trying to help. Richtig. I want to speak to my mom. Okay. Was passiert hier gerade? Ah, ich kann laufen. Ich denke gerade so, hä, warum passiert hier nichts? Okay, ich kann abhauen.
Lauf! Aber wohin? Oh nein. What is happening here? Was ist, wenn ich noch da renne? Okay, hier ist anscheinend nix. Doch. Ach nee, dann renne ich wieder zurück. Okay, das ist Quatsch. So, also wir müssen einfach nach rechts weiterlaufen. Wir laufen und laufen und laufen. Da war die Mom. Wo bin ich jetzt? Keith. Keith! Please, look at me! Keith, wait! Armer Junge, jetzt hat er niemanden mehr. Es war kein Unfall. Kann nicht glauben, dass sie hier ist. Das war Rache. Mörderin. Er ist ganz allein schuldig. Sie ist schuldig. Schiefgegangene Affäre. Sie wollte seine Stelle. Sie ist schuldig. Sieht man in ihren Augen. Waren sie zusammen. Mörderin. Das reine Böse. Okay. So, oh, wir sind auf dem Sarg von Mr. Wie ist er noch? Irgendwas mit Barry. Warum wird das Game jetzt auf einmal so spooky? Wer ist denn das? Das sieht aus wie... Keine Ahnung, wer das ist. Und das? Ah, warte mal. Ne, doch nicht. Wer ist denn das? Wir ziehen den mal zu dem anderen. Ah, oder ist das Jennys Vater? Nee, komme ich nicht weiter. Ah, okay, Vater, Mutter und Jenny, alles klar. Creepy Scheiß. Ah, das ist die Postkarte, oder? Ah, genau. Ich lauf mal. Lalalala, lalalala. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich. Ja, doch. Es war alles nur ein Albtraum. What a horrible
Dean Stroudsbury was dead. My mom was in jail. Keith told me he never wanted to see me again. And worst of all, I was surrounded by an evil army of giant teddy bears. Unfortunately, it was all true, including the teddy bears. My eyes! There's something wrong with them. Everything's pink. But her eyes were fine. It was the room that was pink. Pink cuddly toys. Pink furniture. Pink clothes. And a hand-drawn homage to teenage heartthrob Pelvis Cressley. Covered in pink hearts. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Everything a teenage girl could dream of. It looks like a marshmallow exploded. It was at this point Jenny remembered where she was. I shouldn't be here. What happened? And what is that terrible music? I can't think straight with that racket playing. These aren't my clothes. Nee. And where's my journal? That wasn't the only thing missing. The Dean's ring. It was in my pocket. Wo sind wir denn jetzt hier? Erstmal nach links gucken. Jetzt machen wir mal die Musik aus. You are the fan that I love. Okay. You're the fan that I love. Ah yes, the eagerly awaited follow-up to the smash hit. Even though I'm a big star and you're just a fan, perhaps someday we could be together. Ugh, who buys this crap? Wüsste ich auch gerne. Huh? Hushed whispers in the hallway? I should investigate. Okay, hier geht's nicht weiter. Die Musik haben wir ausgemacht. Bett hoch. Und Bett wieder runter. It's locked from the outside. Who would trap a child in this nightmarish hellscape? Jenny peeped through the tiny keyhole. As her eyes adjusted to the light, she recognized the substantial frame of Winston LeClue. Arthurton's long-standing sheriff and Jenny's... Granddad! Ach, das ist ihr Großvater. Jenny's relationship with her grandfather was contentious, to say the least. He was a stern and humorless man who placed honor, tradition, and the law above all else. Sometimes even family. But what was he doing here? And who is he talking to? Florence and Richard Glatz were the wealthiest couple in town, and huge to their company, Glatz Mining and Supply Corps was the oldest in Arthurton. While Richard may have been the head of the business, everyone knew that Florence wore the pants. Exceptionally charming and generous, she always had a smile on her face. Which is why I don't trust her one bit. Being careful not to make a sound, Jenny leaned in and listened. With everything going on, I don't have time to watch her. It's no trouble at all, really, Winston. She can stay for as long as she likes. The girls are great friends. I only hope she feels better soon. That was quite the scene she made at the funeral. She should have left the boy alone. Really, Winston, this whole situation must be unbearably traumatic for the poor girl. Her mother in jail, and what she saw in the library. One shudders at the thought. And all this barely a year after what happened to Henry. She'll be fine. Just keep an eye on her. She can be a real handful. Oh, don't worry, I've planned everything. Pony rides, afternoon tea, and tomorrow, we're going dress shopping. Oh, that reminds me. I have something for you. Dress shopping?
First they locked me up, now they want to torture me? I need to get out of here. Fast. But her curiosity was piqued. She had to know what Mrs. Glatz had gone to fetch, and so she waited. Drei Hinweise. Oh, warte mal, das Ding haben wir doch jetzt eben in der Bibliothek gesehen, ne? Diesen komischen Lampen. When Thaladius was T. auch immer. Pumberbitten discovered the first quartz seam lining the Great Mountains, little did he know the impact it would have on the future of the town. Little did he know the Glatz family would muscle in and take over the whole operation. Nowadays, it was hard to go anywhere in town without seeing something made from it. The duty of sheriff had been Winston's birthright. Passed from father to son for generations. Of course, that tradition would now end with him. But he preferred not to think about that. Nathaniel Glatz stared disapprovingly back at Jenny. Creepy old man. Actually, this was the man who saved Arthurton when the quartz mines began to run dry. It was his research into the unique properties of the crystals that secured the future prosperity of the town and the company. Huh? Where did he go? Oh. Winston, what are you doing down there? Thought I heard something. Really? A man of your age spying on teenage girls? I've told you already, she won't be going anywhere. It was probably just Jenny's imagination, but those words felt oddly Sinister. Here. Why does Mrs. Glatz have official police documents? Satisfied? How is Julie? She's in the safest place, behind bars. Surely they don't believe she's guilty. Krass, die haben sie wirklich eingesperrt. I don't envy you, Winston. It must be hard to stay impartial. If the poor dear would just confess, it would make things much easier. I have everything under control. Of course you do, dear. No one doubts your loyalty to Arthurton. We must continue to look out for each other. Now. Sheriff, are you receiving? Go ahead. It's the LeClue house, sir. We found something. I'll be right there. Over. It sounds like you've got important things to take care of. Yes. Well, good night, Florence. Good night, Winston. Don't let her out of your sight. She is a LeClue, after all. I'm sure we'll manage. Jenny couldn't believe what she'd just heard. Everyone thinks my mom's a murderer. Thankfully, her mother's fate was in safe hands. The fine people of the Arthurton Police Department. Oh, God. She's gonna rot in jail. Jenny could leave the case to them and enjoy a fun week of pony rides and shopping sprees. Ich denke nicht. No. No? Mom always says a great detective leaves nothing to chance. I have to do something. But she was just a kid. What could she possibly do? This is my chance. The case of a lifetime. My mom needs me, and I won't let her down. I'm gonna find my stuff and get out of here. And just like that, a great adventure began. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause. Ich habe nämlich Bock auf einen Tee. Das heißt, YouTube, hiermit endet die Folge und gleich gibt es noch eine neue, aber jetzt erstmal Schluss mit dieser Folge.